Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU5 bei den Eintagsfliegen und ihr seht, die sind immer noch komplett am Start hier, sehr aktiv. Da gehen mal wirklich die Props raus an Piccolo an der Stelle, der sich das hier zur Aufgabe gemacht hat, die Gilde weiterzuführen, obwohl das Ganze wirklich nur ein Kurzzeitprojekt sein sollte für einen Tag, ja. Und jetzt sind die Eintagsfliegen hier wieder eine etablierte Gilde, würde ich mal sagen. Wir sind hier, also wir haben die Platz 10 Belohnungen abgreifen können vom Elevator und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Deswegen, macht mir momentan auch noch Spaß, die Gilde hier zu unterstützen, aber ich habe auch in meiner Beschreibung weiterhin hier drin stehen, dass ich hier nicht lange auf dem Server spielen möchte, solange es mir halt Spaß macht, ungezwungen und wenn ich nachher, ich habe es ja schon gesagt, in den Levelbereich komme, wo ich nicht mehr so weiterkomme, dann will ich der Gilde auf jeden Fall noch einen guten Mehrwert bieten, falls das noch irgendwo benötigt wird. Ihr seht meine Ausbauten, ich habe 130. Damit, denke ich mal, bin ich eine ganz gute Unterstützung. Ich kann im Moment nicht weiter ausbauen, beziehungsweise könnte ich, aber es würde keinen Unterschied für die Gilde machen. Deswegen kann ich hier im Moment da nicht weiter verfahren. Und auf EU5 ist auch wirklich noch einiges an Action los, muss ich mal so sagen. Ne? Ihr seht hier die Ehrenhallen, ich meine, da sind Gilden, die dominieren auf jeden Fall. Ne? Aber auch in niedrigeren Levelbereichen ist der Server wirklich sehr aktiv. Und dann wollte ich mal gucken, was so meine Creator-Kollegen machen. Ja, ich hatte dann zum Beispiel gesehen, dass wo waren sie denn hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo sie jetzt hier gewesen sind, jetzt großartig. Wir haben hier zum Beispiel einmal die Laktoseleugner, wo ja der gute Paul Terra, Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest, am Start ist. Ja, und wir haben hier einmal die Bunkerbananen, wo ja auch der gute Gorgi am Start ist. Und das ist natürlich eine ganz coole Sache, weil die führen ja auch eine mehr oder weniger Konkurrenz. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Am Anfang des Serverstarts waren ja die Bunkerbananen gegen die Gurkengangster oder so von Rudi. Ich weiß nicht mehr, die Gilde hat sich anscheinend aufgelöst, weil Rudi auf jeden Fall nicht mehr mit am Start ist. Hier übrigens Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, gerade vor 5 Minuten tatsächlich die Nachricht hier bekommen. Wenn du das sehen solltest, bist jetzt im Video. Aber du hast ja geschrieben, du schaust jeden Tag meine Videos, deswegen Grüße gehen raus an der Stelle. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. Genau, und der Rudos, der ist jetzt bei Team Rocket, das heißt, die Gilde scheint nicht mehr so zu funktionieren, aber die Bunkerbananen sind noch weiterhin beständig und da sehe ich auch gerade wieder, der Gorgos, der hat ein Item, das brauche ich aber. Ja, und da habe ich das auf jeden Fall auch mir gegönnt. Und zum Thema Gorgos, ne, auch ein geschätzter Creator-Kollege, der Shakes and Fidget auch schon gefühlt seit es das Game gibt, Videos zu macht, mal mehr, mal weniger, mal mehr Pausen, mal weniger Pausen. Deswegen Grüße gehen raus an der Stelle. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich packe mal den Link unten in die Videobeschreibung, denn ich bin nicht ohne Grund so nett. Es gab auch eine Kleinigkeit, wo ich sagen musste, okay, ich muss mal was testen. Und da hat sogar Gorgos ein Video zu gemacht und ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt. Ich wurde angegriffen vom Dorza. Der hat das auf jeden Fall bewusst gemacht, so viel steht fest. Sonst würde er nicht mit Fäusten hier gegen mich schlagen. Aber ich habe natürlich gewonnen. Ich weiß nicht ganz genau, was er damit versucht hat zu bezwecken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei mir generell mal eine Chance lassen wollte oder ob er sich bemerkbar machen wollte. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der Gorgos da meinen heimlichen Angriff mitbekommt, aber tatsächlich hat er den mitbekommen, ja. Ich hatte mal was getestet, und zwar, ob ich gegen Gorgos gewinnen kann, wenn ich komplett nackig bin. Und ich habe mich mal komplett ausgezogen und habe gegen den Gorgos mal gekämpft, ja, und habe sogar einmal gewonnen, als ich mich einmal wiederbelebt hatte. Ja, das hatte für den Gorgos gereicht. So, aber dann habe ich einen zweiten Versuch gemacht und wollte mal gucken, ob ich so in seine Range vielleicht komme. So, ne? Weil der Gorgos hat dann in seinem Video noch weiterhin gesagt. Ich glaube, weiß ich nicht, gegen die Eintagsfliegen zu verlieren, das kann ich nicht verantworten, Alter. Das geht nicht.
Ja, und da musste ich schon sehr schmunzeln, weil ja wirklich die Eintagsfliegen eine Gilde gewesen ist, die ja wirklich aus dem Nichts so gekommen ist. So. Deswegen, wenn ihr das Video sehen wollt, schaut mal unten vorbei, ich verlinke euch das Ganze mal. Und ja, für diese Nettigkeiten würde ich mal sagen, du weißt, Gorgos, ich liebe dich auf jeden Fall, ne? Aber wir müssen mal ein bisschen was probieren hier, ja? Und zwar hatte ich mir mal gedacht... wenn der Gorgos so Schiss davor hat, ne, mit den Eintagsfliegen, dass die ihn mit seiner Gilde vielleicht einholen könnten, ne, da habe ich mir gedacht, okay, dann spiele ich mal noch ein bisschen weiter hier auf dem Server. Ich spiele ja sowieso noch ein bisschen weiter, ich mache mal kurz Licht an, aber dann vielleicht noch so, ja, dann pushe ich vielleicht mal doch noch ein bisschen hier und da und dann würde ich sagen, greifen wir mal so mehr oder weniger den Führer oder den Erfinder, ich weiß gar nicht, der Bunkerbananen an und werden mal schauen, ob wir das hinkriegen. Warte mal, bevor wir das machen, wir wollen natürlich hier niemandem was schenken. Ja, das wollen wir auch nicht machen. Und dann schauen wir mal, ob wir in die Range kommen, wo wir denn Gorgos eventuell ein bisschen kitzeln können, sag ich mal, ja. Also ich muss an der Stelle sagen, ich habe diese gildeninternen Fights habe ich wirklich sehr gefühlt, ne? Dass hier so ein kleiner Krieg untereinander herrschte zwischen den Parteien und die dann auch ja, wirklich sich bekämpft haben, ne, und das dann halt auch in Videos ausgetragen haben zum Serverstart. Das fand ich sehr, sehr cool. Das habe ich auch still und heimlich begleitet, ne, und deswegen wollte ich mich mal so ein klein wenig hier einmischen. Ja, so, und jetzt gucken wir mal, wir haben jetzt schon einige Ränge hier verloren, aber das reicht noch nicht ganz aus. Wir müssen noch weiter droppen, bevor wir hier in die Range kommen, wo der Gorgos ist. Ja? Und den Gorgos, den treiben wir natürlich dadurch dann auch ein bisschen hoch. Ne? Mal gucken, ob wir dann auch wirklich so rankommen, dass wir hier eventuell so ein bisschen was von seinem Gold uns abfarmen können. Ja? Denn das fand ich wirklich, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann man den Gorgos ja hier mal ein bisschen bespaßen auf dem Server, dass er vielleicht ein bisschen Schiss bekommt, dass eventuell die Eintagsfliegen dann doch stärker werden könnten, als sie anfangs den Anschein gemacht haben. Und da möchte ich natürlich auf jeden Fall mein Übriges zu beipflichten. Ne? So, wir haben jetzt hier viele Fights verloren natürlich gegen den Gorgos. Ne? Das ist natürlich klar, wir haben natürlich auch kein Equipment an. Aber was passiert? Oh, wir sehen sogar, der Gorgos hat Gold. Ne? Das ist natürlich wieder hier eine Sache, was sich natürlich überhaupt vorne und hinten nicht lohnt. Ne? Das ist ganz klar, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Aber das ist jetzt so ein Ding zwischen den Creatoren, würde ich mal sagen. Ne? Auch wenn er ein inoffizieller SF-Game-YouTuber ist, vielleicht wird es ja mal eines Tages was mit den offiziellen SF-Game-YouTuber, würde ich auf jeden Fall gönnen. Deswegen lasst auf jeden Fall auch den Support dafür, dass wir jetzt den Gorgos hier so verprügeln. Also momentan verprügelt er uns gerade noch, aber gleich werden wir zurückschlagen. Ja? So, wo sind wir denn? Wir sind auf 2800, okay. Und der Gorgos ist tatsächlich schon über uns, ja, und ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich den Fight gesehen hat, diesen kleinen Fight, den ich gegen ihn geführt hatte, aber anscheinend guckt er regelmäßig in sein Postfach, und wenn er jetzt in sein Postfach reinguckt, ja, dann wird er wohl ein bisschen erstaunt sein, was da jetzt auf einmal abgeht, und Gorgos hat tatsächlich Gold. Ja, das vielleicht auch nicht zu wenig. Und da auch nochmal die Lektion an der Stelle, Leute. Ja, lasst euch das jetzt eine Lehre sein an dem Exempel, was ich hier statuiere an Gorgos. Ja, verskillt euer Gold so schnell wie möglich. Ansonsten kommen Leute und farmen euch das ab. Und das wollt ihr natürlich nicht, ne? Wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen was für die Nebenattribute hier. Da haben wir fast noch gar nichts reingesteckt irgendwie an der Stelle. Da müssen wir mal auch ein bisschen entgegenwirken. Und der Gorgos, habe ich gehört, der unterstützt uns jetzt dabei. Ja? Dafür, dass er jetzt hier so ein kleines Shoutout vielleicht bekommt, muss er dann halt auch mal eben die ein oder andere Faust einstecken. So, und da kriegt er auch die Faust. Ja? Nur im Bare-Knuckle-Fight, im direkten, da ist der Gorgos mir wahrscheinlich noch überlegen. So, ich muss sagen, es schmerzt mir auch ein bisschen, ne? Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ist natürlich jetzt halt auch ein bisschen für die Show, ne? Für den Content ein bisschen, ne? Dass man hier auch mal ein bisschen was zu lachen hat, weil das hat man viel zu selten, ja. Deswegen kann man sich auch mal so einen kleinen Spaß unter Kollegen hier erlauben, würde ich mal so sagen an der Stelle. So, und es geht weiter. Runde Nummer 2. Wir
farmen den Gorgos ab, ja? Mal schauen, wie lange er das Ganze noch mitmacht, bis er kein Gold mehr hat. Keine Ahnung, wie viel Gold er auf der Tasche hat, ne? Aber zu viel sollte man nicht auf der hohen Kante haben. Das ist nicht gut. Du solltest dein Geld immer irgendwo anlegen, Gorgos, ne? Lass dir das wirklich gesagt sein und nimm das hier mal wirklich so ein bisschen auch als Lehre, vielleicht für die Zukunft, ne? Dass man da auch mal eventuell ein bisschen gegen vorsorgen kann und nicht irgendwie, ja, ne? Das Ganze hier immer so, Larifari beobachtet, ne? Weil wenn man schon hier für seine Gilde da ist, dann muss man da auch definitiv das Maximum rausholen, würde ich sagen. Und mal schauen, mal gucken, was der Gorgos uns hier noch so schenkt. Ich meine, der Gorgos ist ja auch wirklich, ist ja ein Lieber, so, ne? Ist ja wirklich ein lieber netter Kerl. Der gibt ja und teilt und das macht er auch wirklich vom Herzen. Und das sehen wir jetzt auch gerade hier, dass wir hier wirklich beim Gorgos gut aufgehoben sind, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, diese Abfarm-Taktik sind ja gerade am Serverstart immer sehr beliebt. So, ne? Im späteren Spielverlauf macht das kaum noch einer, weil es sich halt nicht mehr lohnt. Am Anfang ist es noch recht rentabel, ne? Aber jetzt so in diesem Spielverlauf ist es halt eben nicht mehr wirklich sehr worth. Ne? Und deswegen... Ja, ich meine, wir kriegen hier gutes Gold zusammen. Wir können hier den einen oder anderen Skillpunkt auf jeden Fall verskillen, ne? Aber es ist natürlich jetzt eher so ein bisschen hier just for fun, ne? Ja, mal schauen. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, weil der Piccolo hat das Ganze ja wirklich sehr gut unter Kontrolle, dass wir die Bunkerbananen noch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen einholen können, ne? Mal schauen. Also ich werde hier noch gechillt weiter zocken. Also so mein Gameplan hier auf dem Server ist es einfach, ja, ganz entspannt weiterzuspielen. Ich skippe auch meine Alu, also ich enter die komplett durch. Ich gucke jetzt nicht genau jede Quest an und so. Das mache ich nicht und suche mir davon die beste raus, sondern ich enter einfach stumpf durch. So, enter. So, also ich kann euch mal kurz zeigen. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz den Gorgos noch hier ein bisschen abfarmen hier. Ja, okay, also ist noch auf jeden Fall ein bisschen was rauszuholen hier an der Stelle. Okay, das war's. Also so klicke ich hier meine Alu auf dem Server, ne? Also ja, es ist kein großer Einsatz. Den Arena Manager, den ignoriere ich auch gekonnt an der Stelle. Also da mache ich mir auch gar keinen Stress. Was ich halt mache, ist so ein bisschen Dungeons pushen. Und das war es dann halt im Prinzip. Ich habe sogar noch viel offen, ne? Wir haben hier das Dämonenportal, da habe ich auch noch nicht großartig reingelinst. Und wir haben auch im Wirbelwind noch einiges zu tun. Märchenturm, also meine Begleiter habe ich auch so gut wie noch fast gar nicht ausgerüstet. Also da ist noch definitiv was rauszuholen an der Stelle. Aber ja, also so doll hänge ich mich dann doch nicht rein hier in dem Server. Ich treibe hier nur ein bisschen meinen Schabernack, ein bisschen meinen Unfug und werde mal gucken, ob es uns noch möglich ist, irgendwie die Bunkerbananen einzuholen. Deswegen, so weit waren die gar nicht weg tatsächlich. Also unsere Belohnung können wir auch gleich noch abholen. So sehr weit waren die gar nicht weg, ne? Wenn wir uns das mal anschauen, haben sie hier ein Durchschnittslevel von 128 und 475 Ritterhallenpunkte und wir haben 423 und 105. Ja, dafür, dass wir am Anfang wirklich so sehr abgeschlagen gewesen sind, muss ich echt sagen, aber das liegt halt auch wirklich an der Führung von Piccolo hier, dass er sich darum sorgt, dass die Gilde halt auch wirklich immer aktiv am Start ist und dass neue Member hier reinkommen und deswegen, möchte ich das auf jeden Fall auch ein bisschen unterstützen. Und hier auch noch ein bisschen mein Unfug treiben hier auf dem Server. Ne? So, wir farmen ihn jetzt noch einmal ab, mal schauen. Dann haben wir ihn erstmal ein bisschen genug gekitzelt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier aus dem Gorgi rausgeholt haben. Ne? Aber ein bisschen was haben wir auf jeden Fall hier schon angerichtet. Ne? Und vielleicht kriegt er es mit, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, so viel Gold ist es ja jetzt am Ende des Tages auch nicht mehr. Ne? Aber ich denke mal, den einen oder anderen Gildenraid hätten wir davon schon finanzieren können, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Leute, das soll es auch erstmal für das heutige Video gewesen sein. Wie gesagt, dafür, dass wir jetzt den Gorgi so gequält haben, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Lasst ihn schöne Grüße da. Wie gesagt, ist ein YouTuber-Kollege, den ich auch sehr schätze auf jeden Fall, weil er halt eben auch schon so Ewigkeiten mit am Start ist. Und auch man die Leidenschaft auf jeden Fall zu dem Game spürt. Und das ist mir immer besonders wichtig bei den Leuten. Genau, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.